Wir sind Basti, Svenja und das ist unsere Hündin Peppa. Nach 3 Jahren Panamericana in unserem Van sind wir nun mit unserem Suzuki Jimny Camper losgezogen. Um erstmal dem kalten Wetter zu entkommen, sind wir nach Sardinien geflüchtet. Jedoch spielt nicht nur das Wetter auf dem italienischen Festland verrückt, sondern auch auf der Insel. Gewitter, Sturm und Regen lassen uns kreuz und quer über die Insel fahren, um geschützte Stellplätze zu finden. In einer kleinen Gemeinde im Inland haben wir auf einem kostenfreien Campspot einen überdachten Unterschlupf für die gewitterreichen letzten Tage gefunden. So langsam zeigt sich die Sonne wieder und wir machen uns auf den Weg zu einem Hochplateau in der Nähe. Wir sind wieder aufgebrochen. Der Platz war jetzt genau richtig, hat uns Schutz geboten, das Wetter auszusitzen. Leider hat es sich noch nicht so komplett verzogen. Irgendwie ist es immer noch sehr wechselhaft zwischen Wind, Regen, Gewitter, also so richtiges Aprilwetter eigentlich im Mai, ne? Wir sind jetzt hier in der Nähe von einem Hochplateau, was man schon aus der Ferne sehen konnte, wie es direkt auf eine Wand zugefahren sind. Und hier wollen wir eine kleine Runde drehen. Was für eine abgefahrene Landschaft. Erst sind wir durch so richtig süße kleine Dörfchen gefahren und jetzt geht's steil hoch aufs Altiplano. Lustig, dass man das auch Altiplano nennt. Weil das, glaube ich, nur ein paar 100 Meter hoch ist und wir das Altiplano nur kennen auf, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Metern Höhe. Ja. Audi. Wir sind im Parco della Chiara. Vermute, das wird so ausgesprochen. Und hier soll es Wildpferde geben. Ja. Wir sind sehr gespannt. Allerdings sind uns gerade schon 2 entgegengekommen, die gesagt haben, viel Spaß. Wir haben leider keine Pferde gesehen. Aber vielleicht haben wir ja einen Ticken mehr Glück, wer weiß. Ja. Hier sind ja tausende von Routen, die durch den... Wir haben ja auch immer Glück mit... Ja, genau, Wildtiere sind wir Experten drin. Naja, eigentlich nur Bären nicht. Das stimmt. Ja, aber es sind quasi die letzten Wildpferde Europas. Aber wir haben doch in Cornwall schon voll viele gesehen. Ja, das sind keine wilden Pferde, das sind Pferde, die Besitzer haben, da aber frei rumstromern dürfen. Ah. Svenja hat das erste Wildpferd entdeckt. Und ich zeig's euch mal. Haha. Ich habe nicht das ganze Tier gesehen, okay? Ich habe nur was Braunes zwischen den Bäumen. Kann man ja mal verwechseln. 4 Beine, ein Kopf. Aber abgesehen davon ist es einfach jetzt schon mega schön hier. Ja. Pferd. Jetzt ist es wirklich ein Pferd. Jetzt ist es wirklich ein Pferd. Also kann man jetzt nicht so verwechseln mehr. Wir sind genau 5 Minuten hier. Ja. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie wird man leiser. Kämpfen die?
Die kleinen Wildpferde, die aufgrund ihrer genetischen und physischen Merkmale weltweit einzigartig sind, sind die Nachkommen alter Pferderassen aus dem Mittelalter, die auf Sardinien in freier Wildbahn gelebt haben und als die letzten Wildpferde Europas bekannt sind. Sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, ist ein unvergessliches Erlebnis. Es fühlt sich ein bisschen an, wie so durch einen verwunschenen Wald zu laufen. Das ist richtig schön. Es ist alles so schön grün. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, hier im Frühling herzukommen. Das war eine richtig schöne Runde. So entspannt. So ein schöner Wald. Ein richtiger Ort zum Energietanken. Mehr haben wir nicht mehr. Parmesan, Grissini, Apfel. So, läuft noch. Morgen. Ein weiterer regnerischer Morgen. Irgendwie gemütlich, irgendwie schön. Wir sind hier an einen kleinen Stausee gefahren, der hat leider überhaupt nicht viel Wasser. Auf Google Maps sah der komplett bis zum grünen Rand voll aus. Aber der hat richtig, also hier ist richtig viel Sandstrand jetzt quasi, wo Peppi rumflitzen kann. Ja, haben uns richtig schwer getan gestern, einen Stellplatz zu finden. Eigentlich wollten wir noch viel weiter fahren, aber irgendwie hat das Altiplano, wir hatten beide richtig Kopfschmerzen. Also ich glaube, es ist auch das drückende Wetter. Peppi ist heute lustig. Ja, und dann hatten wir irgendwie beide abends so Kopfschmerzen. Dann haben wir uns auf dem Weg einfach irgendwie versucht, was rauszusuchen, wo wir stehen können. Es kam gerade auch schon ein Fischer vorbei, mit dem wir kurz geredet haben. Und er meinte, ja, gar kein Problem hier zu stehen. Ist jetzt natürlich nicht der schönste Spot da oben, aber
War genau richtig für die Nacht. Wir wollen jetzt aber dann gleich noch weiterfahren. Gucken mal, ich glaube so langsam quetscht sich ein bisschen die Sonne vor, damit das Zelt noch ein bisschen trocken wird. Und dann wollen wir auf jeden Fall noch Richtung Ostküste und das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Egal bei welchem Wetter. Ready when you are. Wir können los. Alles erledigt für die Abfahrt. Hier sind wir jetzt gerade an einem Piscina Naturale angekommen. Das sah auf den Fotos richtig schön aus und war jetzt sowieso auf dem Weg und wir dachten, wir machen einfach mal einen Zwischenstopp, vertreten uns die Beine mit Peps und gucken wir mal, vielleicht trauen wir uns bei dem miesen Wetter ja auch ins kalte Nass. Wir waren eigentlich der Hoffnung, dass die Tage besser werden und haben uns eine Wassermelone gekauft. Die gab es jetzt zum allerersten Mal hier. Und hatten richtig Lust auf einen Strandtag mit Melone und so. Aber das Wetter lässt uns hier im Stich auf Sardinien. Anyway, die Melone nehmen wir trotzdem mit. Tick zu helles Fleisch für meinen Geschmack. Aber vielleicht schmeckt es ja trotzdem. Wow. Scheint trotzdem zu schmecken. Fühlt sich nach Sommer an. Hier führt so ein richtig schöner, kleiner, entspannter Trail runter zum Wasser. Und ich ärgere mich, dass ich meine Badeklamotten nicht mitgenommen habe. Die Sonne kommt nicht raus. Und es ist kalt. Trotzdem. Wie schön ist das bitte hier? Ist jetzt nicht das perfekte Wetter zum Baden, aber traumhaft schön. Coole Kulisse mit den weißen, hellen Felsen, dann die dunklen dahinter, trotzdem grün. Mega schön.
Das ist im Sommer bestimmt eine richtig geile Abkühlung. Und dann mit der Sonne bekommt das Wasser bestimmt auch nochmal eine richtig, richtig coole Farbe. Ein kleines Paradies mitten in den Bergen. Geht die Geduld aus? Nein. Es geht ja erst seit 5 Minuten. Hier wird ein Kalb gesäugt. Ja, ist auch ein guter Platz dafür. Wie lange dauert sowas? Ich will aber auch nicht hupen. Mit den Hörnern will ich mich aber lieber nicht Nee, anlegen. nee. Kühe und Wildpferde und Schweine. Okay, das war wohl ein Satz mit X. Wir sind hier zu einem Wanderungsstartpunkt gefahren, weil wir hier zu einem Strand runterlaufen wollten. Und auf dem Wanderweg sind zwar Hunde erlaubt, aber unten dann tatsächlich am Strand nicht. Was ja dann irgendwie so gar kein... Also man kann runterlaufen und dann von weitem einmal den Strand angucken, aber ja, das wäre ein bisschen schade, wenn wir da Peppi dann nicht so richtig mitnehmen können. Vor allem, weil die Wanderung auch eine Stunde ist und so lange wollen wir sie nicht im Auto lassen und. Und deshalb haben wir jetzt wieder umgedreht und fahren diese ganze kurvige Strecke wieder zurück und haben uns jetzt für heute erstmal hier in der Nähe irgendwo einen Stellplatz gesucht und hoffen, dass wir vielleicht irgendeine andere Bucht ansteuern können zum Wandern. Das war so ein schöner Zufall. Thomas und Cecilia kamen gestern Abend schon nach Einbruch der Dunkelheit hier an. Wir haben dann noch zusammen für sie so einen kleinen Spot gesucht, der ein bisschen level ist, damit sie hier auch stehen können. Und dann haben wir gesehen, dass sie ein chilenisches Kennzeichen haben. Und das ist dann bei uns natürlich direkt ins Auge gesprungen. Und wir sind direkt in Kontakt gekommen und saßen dann noch richtig lange gestern Abend hier, obwohl es furchtbar, furchtbar kalt wurde. Und die Nacht war auch echt richtig, richtig kalt. Mich jetzt auch schon wieder wärmer angezogen. Ja, und die beiden sind jetzt schon weitergefahren und haben jetzt auch den ganzen Morgen hier noch geschnackt und uns ausgetauscht. Und es war so ein schöner Zufall. Es hat unser Reiseherz direkt höher schlagen lassen. Und ja, die beiden sind jetzt noch so 2,5, 3 Monate hier in Europa. Und dann ja, geht es für die beiden wieder zurück nach Chile. Ja, es war einfach
ein richtig, richtig schönes Treffen, ein richtig schöner Austausch und ja, wir hoffen, wir sehen die beiden nochmal irgendwann, irgendwo. Sie wollen auch die Panamerikaner noch machen. Ja, das passiert, glaube ich, nicht so oft. Ein kleines Schweinchen. Wie niedlich bist du denn? Oh Gott, bist du niedlich. Oh Gott, das ist niedlich. Holy shit. Jetzt hab ich gerade weggeguckt. Geht's ja nicht. Ich liebe diese Atmosphäre, wenn es so düster und so bedrohlich ist. Krasse Wolken. Es ist sehr still. Dann diese krassen Blitze. Irgendwas ist da bei mir, weiß ich auch nicht. Ich liebe das. Bis jetzt schon das Emoji der Woche ist Blitz und Donner. Donner alleine, also ein Blitz. Wir sind es nicht anders gewohnt die letzten Tage. Irgendwie ist immer was. Wir haben jetzt hier den Tag über gearbeitet und eigentlich war nur ein bisschen Wind vorhergesagt. Ja, also viel Schlaf bekommen wir aktuell nicht, sagen wir es mal so. Wir sind froh, dass wir das Zelt schon vorsichtshalber zusammengeräumt haben und jetzt einfach fahren können, ohne noch irgendwas schnell machen zu müssen. Wow, man hat es wieder im Hintergrund gesehen. Okay, los geht's. Guten Morgen. Das war eine absolute Horrornacht. Irgendwie hatten wir schon 2, 3 schlechte Nächte hintereinander und dachten, jetzt kriegen wir mal eine ganz gute. Aber wir mussten mitten in der Nacht nochmal, nein, mitten in der Nacht war es nicht, aber wir mussten nochmal flüchten von unserem, das war schon fast mitten in der Nacht eigentlich, von unserem Stellplatz flüchten, weil es komplett mit Gewitter zugezogen ist. Erst sah es aus, als wenn es hinter der Bergkette bleibt, aber es ist irgendwie komplett um uns rum. Das war links, rechts, vorne, hinten. Und dann sind wir nochmal den Stellplatz wechseln gegangen. Und das hat auch so semi-gut funktioniert. Hätten wir nämlich gewusst, dass Gewitter komplett über die Insel zieht und auch eigentlich hier an der Ostküste quasi festhängt. Also egal, wo wir hingefahren sind. Wir sind, glaube ich, 1,5 bis 2 Stunden durch die Gegend gefahren. Und dann kommen wir hier an und es war sternklarer Himmel. Und wir dachten, wir sind raus aus der heißen Zone. Und dann kommt das nächste Gewitter über den Berg. Und dann saßen wir bis, wann? 3:30? Ja. 4, unten im Auto. Irgendwann hat mich Basti geweckt. So, wir können jetzt, glaube ich, hoch ins Zelt. Um aber mal auf die positiven Dinge zu kommen. Dadurch, dass wir gestern so verzweifelt auf der Suche waren, irgendwo einen Platz zu finden, haben wir jegliche Pins auf Park4Night ausgecheckt und sind dann auf diesen Platz hier gestoßen. Und man könnte denken, dass es vielleicht so ein kleiner Campingplatz ist es aber nicht, denn hier stellt jemand einfach sein privates Grundstück für Camper, für Reisende zur Verfügung. Man darf hier, keine Ahnung, 1, 2, 3 Tage stehen. Man hat hier ganz viel Grünfläche. Ein bisschen sieht es auch so mittlerweile aus, als hätte man Parzellen. Aber ich glaube einfach, weil durch die Autos, die sich ihre Buchten gesucht haben, hat sich das so entwickelt. Ja, und wir haben Gott sei Dank hier noch ein Plätzchen gefunden und können jetzt hier ganz entspannt erstmal
den Sonntagmorgen genießen. Auf unserer Mini-Morgenrunde haben Peppi und ich ein Panoramika-Schild entdeckt, beziehungsweise ich. Und hier geht so ein kleiner Trail von dem Platz weg. Der ist, glaube ich, auch gar nicht so weit. Und da haben wir uns jetzt mal hin aufgemacht. Wir haben nämlich so gar keine Ahnung. Wir sind ja im Dunkeln hier angekommen, wo wir hier überhaupt sind. Wahnsinn! Das sieht so krass aus und wirklich nicht mehr nach Sardinien. Es ist so schön und so ruhig, außer dem Wind in den Bäumen, Vogelgezwitscher und der traumhafteste Blick überhaupt. Oh, das tut gut. Also wenn Notfallplätze immer so aussehen, dann darf das gerne auf Sardinien so weitergehen. Nein, Spaß. Es darf auch gerne wieder entspanntere Nächte geben, ohne Gewitter und ja, aber mega herrlich. Also es ist mal wieder Inland, egal wo, hat immer so schöne, herrliche, einsame Plätze. Der Hauptplan war eigentlich, so einen Strand anzugucken, wo hunderte Menschen hinpilgern und hinwandern, der bestimmt auch einfach es wert ist und wunderschön ist. Aber das als Alternativprogramm zu haben, ist einfach ein Traum. Und zurück an Gimni geht's. Herrlicher Spot. So, kurz mal umgeparkt, bisschen windgeschützter. Heute soll es sehr, sehr windig werden. Aber ist doch... Mehr muss nicht. Wenn es immer so schnell gehen würde, das Auf- und Abbauen.
Wir haben jetzt hier umgeparkt und uns ganz schön ausgebreitet, aber irgendwie wird auch das Wetter besser und besser. Die Sonne kommt so langsam raus und ich glaube, wir packen jetzt doch zusammen und werden... Wissen wir noch gar nicht. Lassen uns einfach treiben. Eine Dusche bräuchten wir heute auf jeden Fall. Das stimmt. Vielleicht finden wir da eine unterwegs. Hier in der Nähe von unserem Stellplatz, der übrigens mega schön ist. Also wir könnten hier echt noch ein bisschen Zeit verweilen. Ja. Aber wir haben Termine, liebe Leute. Da erzählen wir euch später nochmal mehr was dazu. Freuen wir uns sehr drüber. Deshalb machen wir uns jetzt auf und hier unten ist irgendwie so eine kleine Grotte, die ziemlich schön sein soll. Die ist zwar jetzt nicht so naturbelassen, ich glaube man hat so einen kleinen Park drumherum angelegt und so einen kleinen Wanderweg, aber es soll mega schön sein und da machen wir jetzt einfach einen kleinen Zwischenstopp. Bevor wir jetzt hier aber irgendwas machen, checke ich mal, ob Hunde hier erlaubt sind, weil an der Ostküste hatten wir jetzt schon öfters den Fall, dass das nicht der Fall ist. Finde ich lustig, oder? Voll. Bis gleich. So, Svenny hat's gecheckt. Peppy ist erlaubt, wir können sie mitnehmen. Also laufen wir jetzt mal kurz zur Grotte. Also der Park hier vor ist schon mal sehr schön. 2,50 pro Person, Peppy darf mit. Das ist echt richtig, richtig schön. Und wenn man nach 13 Uhr kommt, so wie wir, dann hat man auch das Glück, dass die Sonne das Wasser so richtig kristallklar erscheinen lässt. Und das sieht so abgefahren aus. Und am liebsten eigentlich direkt reinspringen. Aber ich glaube, das soll man hier nicht. Es ist so krass, wie tief das ist. Es wird einem fast schwindelig, wenn man ins Wasser runterguckt, weil man so weit runter gucken kann. Und das sieht man natürlich auch nur, wenn die Sonne hier reinscheint. Von oben haben wir zwar gesehen, wie klar das Wasser ist, aber nicht, wie tief es runtergeht. Man denkt auch irgendwie, wenn man jetzt reinfallen würde, dass man sofort auf den Grund fällt, aber das ist natürlich Quatsch. Sieht so genial aus, das Wasser. Aber es ist wie Basti sagt. Man hat das Gefühl, man steht am Abgrund und könnte jederzeit abstürzen. Extrem schön. War ein richtig cooler Zwischenstopp. Finde ich gut, dass wir es gemacht haben. War zwar kein langer Hike oder irgendwie eine schöne Wanderung, aber trotzdem spektakulär irgendwie. Ein besonderer Ort. Ja, voll. Das ist richtig schön. Cheers. Cheers. Was für ein Fauxpas in Italien. Aber wenn es schmeckt. Wenn es schmeckt, wenn man Bock drauf hat, muss man das mal machen. Ist ja nicht so, als hätten wir schon das eine oder andere Gelato probiert. Ich fühle mich ertappt, aber es schmeckt gut. Egal, wir werden noch mal ein richtig gutes Eis essen auf jeden Fall. Irgendwie so ein Magnum-Eis auch mal richtig gut.
Aber ich glaube, eigentlich ist das echt verboten in Italien. Es gibt so gutes Eis und wir holen uns ein Langnese Magnum. Ich habe immer einen Espresso dazu. Wir haben gerade auf dem Rückweg noch mal ein paar Fische am Ufer gesehen, die gar nicht mal so klein waren. Und wir haben uns gefragt, was das für Fische sind, weil wir einfach so Gar keine Ahnung davon haben. gar keine Ahnung, Haut's mal in die Kommentare. falls ihr wisst, welcher Fisch. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Es war eine sehr unerwartete Woche mit sehr vielem Hin und Her. Eigentlich lief nichts nach Plan. Und Also The Neuland Way. ja, eigentlich irgendwie schon. Ja. Aber wir fanden es schön, jetzt mal spontan hier das Inland nochmal so intensiv zu entdecken und so schöne Spots zu haben und leckeres Essen, Ja. coole Natur. Vielleicht macht haben wir einfach uns einen Spaß. Fauxpas geleistet, Uff. vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall. Wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Norden, weil Freunde von uns kommen heute sogar schon Ja. auf der Insel an. Und mit denen treffen wir uns morgen. Und ihr könnt ja vielleicht, der ein oder andere kennt sie, ihr könnt ja vielleicht mal in den Kommentaren raten, wen wir treffen werden. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig. Es ist längst überfällig. Ja. Absolut verrückt, dass wir es noch nie geschafft haben, zusammen zu reisen. Ja. Deswegen freuen wir uns auf ein paar intensiven Tagen. Und ja, Ich kann nur sagen, es war ein Fauxpas und das war Svennys Idee mit dem Magnum. ja, es tut mir leid. So, das soll es aber gewesen sein. Deswegen ist das Emoji der Woche ein Eis. Ein echtes Eis. Oder als am Stiel. Ein Supportherz in die Kommentare. Haut alles raus, was euch auf dem Herzen liegt. Und also, ihr wisst, was ich meine. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Kanal abonnieren. Tschö. Was? Tschö. Au, danke. Ende. Ich war im Podcast-Modus, ich weiß auch nicht.